Tazzi testet irgendwas. Hallo und herzlich willkommen zu Tazzi testet. Ich habe ein neues Testvideo. Ich habe neue Produkte gefunden. Ich habe neue Produkte aus dem Supermarkt und auch von DM mitgebracht. Wobei das eine ist, glaube ich, gar nicht mehr so neu, aber ich war so neugierig, wie das schmeckt, weswegen ich das mitgebracht habe. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit einem kühleren Produkt an, was ich mitgebracht habe, wovon ich eins in Sicherheit bringen musste. Die ganze Packung ist schon weg und ich musste eins verstecken, damit ich das überhaupt noch hier im Video testen kann. Und zwar handelt es sich dabei um Milchschnitte mit Erdbeere drin. Ich bin total gespannt, wie das schmecken wird. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus, die Verpackung, wie ich finde. Dann wollen wir mal aufmachen. Bin, wie gesagt, sehr gespannt. Also hier vorne sieht es erstmal direkt die Erdbeerschicht. Es riecht nach Erdbeermarmelade. Ich breche es mal noch in der Mitte durch. Tada! Also dann, lasst uns kosten. Also ich finde sie unglaublich süß und die Milchcreme, die ist so weich. Normalerweise finde ich, ist die ja nicht so super weich und es lag jetzt nicht lange draußen. Also ich finde, die Milchcreme schmeckt auch ganz komisch. Also schmeckt nicht so wie bei der normalen Milchschnitte. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Da mag ich das Original lieber. Ich finde es halt, wie gesagt, sehr süß. Ich finde es nicht so geil. Ich finde, es schmeckt auch nicht so richtig nach Erdbeere irgendwie. Das ist halt sehr künstlich, finde ich, schmeckt das Ganze. Ist überhaupt Erdbeere drin? Lass uns mal kurz gucken. Erdbeerfruchtzubereitung, ja. Ja, aber Erdbeerpüree-Konzentrat. Irgendwie mag ich es nicht. Ist echt nicht so meins. Aber okay, gut. Die andere Hälfte werde ich dann wohl verschenken. Okay, so viel dazu. Dann machen wir mit was machen wir denn weiter? Ich habe Nüsse mitgebracht vom DM. Cashewnüsse. Sind ganz neu. Steht auch neu drauf. Das finde ich bei DM total gut. Da steht auf den neuen Sachen auch wirklich neu drauf. Das kann man also gar nicht verfehlen. Und zwar habe ich mir Cashews mit Wasabi mitgebracht. Ich glaube, ich habe noch nie Wasabi probiert. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Also ich weiß, dass Wasabi scharf ist. Wir werden sehen, wie gut ich das vertrage. Ein bisschen Angst. Knusprig und scharf. Okay. Lasst es uns probieren. Das lässt sich ja doof aufreißen. Hey, hallo? Ah, hier. So. Also, so sieht die aus. Es riecht nach irgendwas, aber ich kann nicht so genau benennen, nach was es riecht. Okay, probieren wir es. Angst. Oh mein Gott. Ah.
mein Gott. Okay, wow. Ist im Magen angekommen. Das, erstens schmeckt es mir nicht und zweitens ist es sehr scharf. Also, das ist nichts für meinen kleinen Gaumen. Also, wow. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendjemand hier essen kann. Ich finde die scharf. Also mein Mann isst sehr scharf, aber also nur wenn du wirklich sowas verträgst. Und ich finde, sie schmecken ein bisschen muffig. Wow, das war hart. Das ist nichts für meinen Bauch. Kommen wir zu was Süßerem, Niedlicherem. Die gab es bei DM. Da gab es einen riesen Aufsteller irgendwie mit so Kindersachen. Und diese Verpackung, die hat mich einfach so angelacht. Und ich denke, das wird neu sein. Ich kenne mich in der Kinderabteilung ehrlich gesagt gar nicht aus. Aber die waren so süß. Und es wirkte alles so neu. Und weil es auch mehrere Sorten gab in diesem Aufsteller. Und ein Aufsteller ist ja meistens, wenn es irgendwas Neues gibt. Das sind Bio-Knusper-Einhörner mit Geschmack Banane, Himbeer, rote Beete. Diese da. Das riecht auf jeden Fall angenehmer als das da. Jetzt ist die Frage, wie erkennt man jetzt daraus ein Einhorn? So würde ich sagen. Es könnte aber auch ein kleiner sitzender Hund sein. Also gut, lasst es uns probieren. Oh, ich habe ein kaputtes, deswegen. Moment. Tada! Das ist ein richtiges. Also es fehlt ein Horn, sind wir ehrlich. Ne? Ein Einhorn hätte ein Horn verdient. Das hier ist höchstens ein Pony. Aber mal gucken, wie das Pony schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Das ist mehr was für meinen Gaumen. Ich muss offenbar in die Kinderabteilung gehen. Und die sind lecker. Klebt ein bisschen an den Zähnen, wie ich finde. Aber es ist halt, weil es so ein Mais-Snack ist. Dadurch klebt es ein bisschen an den Zähnen. Aber ich finde es ganz gut. Achso, ich hätte euch mal die Dinger reinhalten sollen, die Nährwerte. Gell? Machen wir jetzt. Also die Nährwerte von dem hier sind so. Von dem anderen blende ich euch das dann einfach wieder ein, wie beim letzten Mal, wenn ich es beim Produkt vergessen habe. Genau. Aber die finde ich ganz lecker. Kann man machen. Schmeckt halt ein bisschen wie Popcorn auch, finde ich. Also, gibt ein Däumchen nach oben. So, weiter geht's. Und zwar habe ich in der Aufstrichabteilung 2 neue Sachen gefunden. Und zwar einmal mediterranes Gemüse und Käse ist ein Genussaufstrich. Dieser hier. Und auch von demselben gab es noch getrocknete Tomate Feta als Genussaufstrich. Ist auch neu, wie ihr sehen könnt. Die Nährwerte von dem mit Tomate sind so. Und die Nährwerte von dem Gemüse und Käse mit Pinienkerne, das ist so. Genau. So, ich habe mir Filinchens mitgebracht. Die muss ich nicht testen, die weiß ich, wie die schmecken. Die sind auch nicht neu.
Die gibt es schon ganz doll lange. So, sind wir auch da dran gekommen. Ich brauche nur eins. Das ist jetzt mein Testfilinchen. Und ich würde sagen, wir probieren erst mediterranes Gemüse und Käse. Katsching. Oh, das riecht ja. Riecht das gut. Das wird bestimmt genauso lecker schmecken. So, ich habe mir hier ein bisschen genommen. Ich schmier mir das jetzt hier drauf. Cheers. Das ist lecker. Das ist wirklich lecker. Ist das gut. Ist jetzt halt auch schön aus dem Kühlschrank. Das heißt, es ist schön warm. Schön. Es ist natürlich schön kalt. Okay. Das ist definitiv lecker. Das kann ich wirklich empfehlen. Das schmeckt wirklich gut. Zucchini, Paprika, Wasser, Sonnenblumenkerne, nochmal Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Hartkäse, Aubergine, Pinienkerne. Sehr gut. Kann man bestimmt auch richtig gut zu Spaghetti essen. So als Pesto quasi, wisst ihr? Da würde ich mir das auch mitmachen. Finde ich geil. Schmeckt ja richtig lecker. Gut, probieren wir Tomate. Schnüffelprobe. Auch gut bestanden. Riecht sehr gut. So. Nehmen wir uns hiervon ein bisschen. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Aber irgendwas ist, irgendwas ist komisch. Moment. Ist alles lecker. Sehr gut. Schmeckt gut. Mir schmeckt es persönlich ein bisschen schlechter als das mit Gemüse. Aber ist durchaus okay. Ist sehr, sehr lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Beide Sorten sind wirklich gut. Also kann ich mir auch beide, wie gesagt, wirklich mit Nudeln zusammen vorstellen. Das sogar noch eher hier mit Gemüse und Käse. Also das finde ich wirklich richtig lecker. Das schmeckt mir richtig gut. Das ist aber, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. So, und dann habe ich mir was mitgebracht. Das war jetzt schon vor einer ganzen Weile, dass das auch irgendwie viral war. Und ich habe das bei uns aber nie gesehen. Und jetzt hatten sie das aber. Ich stand nämlich bei DM an der Kasse und habe so neben mich geguckt. Und da steht bei uns so das Regal, wo so Schokolade und sowas noch drin ist. Und da habe ich sie entdeckt. Und zwar von Nukao, würde ich sagen. Crunchy Matcha Erdbeere. Und ich habe die, wie gesagt, noch gar nicht probiert. Also ich kenne nichts davon. Keine andere Sorte auch kenne ich davon. Weswegen ich jetzt sehr gespannt bin. Ich habe ja auch noch nie richtigen Matcha getrunken. Ich habe zwar mir mal hier zu Hause einen Matcha gemacht, aber das war ein bisschen zu wenig auch, glaube ich. Und ich müsste halt erstmal, glaube ich, einen originalen Matcha probieren, um zu sagen, dass mein Matcha hier zu Hause auch schrecklich geschmeckt hat. Aber ich bin mutig, ich probiere jetzt Matcha Erdbeere. Ich weiß ja auch, dass man sich ein Matcha mit Erdbeerpüree irgendwie machen kann. Also, ich sag mal so, die sehen mehr nach Wasabi aus, als die Nüsse nach Wasabi aussahen. Hier. Seht ihr gar nicht, ne? Na, man sieht es nicht richtig. Auf jeden Fall sind das grüne Kugeln. So hier. Grüne Kugeln. Wollen wir mal eine aufschneiden? Das ist jetzt natürlich doof, dass ich nur dieses eine Messer hier habe. Da ist noch
Tomatencreme dran. Lecker. So, wie mache ich denn das jetzt hier am schlechtesten? Okay, drück die Daumen, dass es funktioniert. Es hat funktioniert. Jawohl. Ist jetzt natürlich nicht so mit dem Brotmesser das zu schneiden, ist natürlich jetzt nicht so, aber damit ihr es seht, sieht ganz hübsch aus. Okay, Schnüffelprobe riecht nach Erdbeeren und nach weißer Schokolade. Soll das nach weißer Schokolade riechen? Ich weiß es nicht. Ich guck mal drauf. Kakaobutter. Ja. Okay, lasst es uns kosten. Cheers. Also, ich weiß nicht, schmeckt. Ich kann es jetzt schlecht vergleichen, ne? Als ich mir meinen Matcha selber gemacht habe, hat es geschmeckt, als hätte ich einmal über die Wiese geleckt. Das hier, finde ich, schmeckt jetzt ein bisschen nach Erdbeere und nach weißer Schokolade. Und jetzt nicht nach Wiese. Falls du schon mal Matcha getrunken hast, schreib mir doch mal, wie Matcha schmecken sollte. Also nach was schmeckt Matcha? Versuch's mal irgendwie zu beschreiben, damit ich vielleicht eher weiß, nach was es schmecken soll. Also ich finde es lecker. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wie gesagt, wie es Matcha schmecken soll. Aber die gab es jetzt bei mir beim DM endlich mal. Ich weiß, dass die halt schon eine große Hochkonjunktur hatten, aber vielleicht jetzt kriegt man sie auch mal zu kaufen, wo der Hype vorbei ist. Genau. Na gut, okay. Schmeckt auf jeden Fall lecker. So viel dazu. So, ich würde sagen, jetzt trinken wir erstmal ein Schluckchen. Und zwar habe ich da mitgebracht, habe ich aus dem Supermarkt. Hat jetzt nämlich Starbucks Proteindrinks rausgebracht. Mit Kaffee. Da kann ja nicht vorbeilaufen, hör mal. Mit Kaffee. Proteindrinks mit Kaffee. Wie geil kann man denn sein? Und zwar 2 Sorten. Und zwar einmal Karamell-Haselnuss und Kaffee Latte. Ich bin so gespannt. Den Berthe. Habe ich bei den Erdbeeren wieder vergessen. Ich bin so ein Schussel, ehrlich. Aber ihr seid eigentlich auch nicht anders von mir gewohnt. Wenn ihr meine Vlogs guckt, wisst ihr, ich bin ein Schussel. Also, ja. Die Werte jeweils. So, dann wollen wir mal schütteln. Ich habe mir hier ein kleines Glas mitgebracht. Schauen wir mal. Oh, das war vielleicht ein bisschen doll geschüttelt. Geschmack ignorieren. Und jetzt eingießen. Sehr flüssig, so wie ich es mag. Also fühlt sich halt an wie ein ganz normaler Kaffee to go, finde ich. Riechen tut er ganz gut. Nach Kaffee. Karamell schmeckt man ganz zart, wie ich finde. Ein bisschen Haselnuss schmeckt man auch. Ganz dezent, aber bin ich gar nicht von Starbucks gewohnt, dass das so dezent schmeckt, aber es schmeckt wirklich gut und es ist nicht so dickflüssig wie manch andere Sachen, die man da so aus dem Proteinregal sich kaufen kann. Finde ich wirklich lecker. Kann man machen. 20 Gramm Eiweiß auf die Flasche.
Wie viel ist da drin? 330 Milliliter, also Standardgröße von Proteindrinks, ja, meine ich auch. Also von daher ist das schon okay, würde ich sagen. Jetzt probieren wir noch Kaffee Latte. Schüttel ich mal nicht ganz so doll. Das gab es jetzt übrigens natürlich nicht beim DM, das gab es im Supermarkt. Ist fast dieselbe Farbe, würde ich sagen. Riecht auch nach Kaffee. Es schmeckt anders. Ja, klar, es ist keine Karamell-Haselnuss. Macht schon Sinn. Aber irgendwas ist daran. Ich finde, es schmeckt ein bisschen stärker. Also der Kaffee schmeckt. Der Kaffee schmeckt stärker, finde ich. Hat mehr so Röstaromen, nenne ich es mal. Mir schmeckt der Karamell-Haselnuss besser, muss ich sagen. Den finde ich nicht ganz so gut, den Kaffee-Latte. Ich finde, der ist ein bisschen zu bitter hinten raus. Aber okay. Ansonsten finde ich sie beide okay. Ich würde mir das, glaube ich, jetzt aber nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Und wenn, dann eher Karamell-Haselnuss, den ich mir holen würde. Aber noch viel mehr würde ich mir einen Pumpkin Spice Latte holen. Den gibt es aber nur direkt beim Starbucks und auch erst im Herbst. Aber das wäre so, was ich mir holen würde. Außerdem habe ich hier in meiner Stadt gar keinen Starbucks. Also bin ich ein bisschen aufgeschmissen. So, dann stand da ein Aufsteller im Supermarkt, wo auch 2 Neuheiten drauf standen, an die ich natürlich auch nicht vorbeigehen konnte. So, und zwar von Brandt Zwieback. Und zwar Minis. Da gab es einmal Vanilla meets Karamell Style. Karamell, ja, Karamell. Karamell. Karamell? Karamell. Karamell? Wie sagt man das Wort jetzt richtig? Das hört sich beides extrem falsch an. Karamell. Karamell. Also, das da. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gab Schoko Macchiato. Wieder was mit Kaffee. Das sind 2 neue Geschmäcker, die es gibt. Die haben irgendwie so ein Online-Voting wohl gemacht. Und da gab es die zum Probieren offenbar. Leckerer Kaffee-Crunch steht da. Ich würde sagen, wir fangen mit Vanille an. Die sehen so aus. Sieht ein bisschen aus, als wäre da Butter drauf mit Krümel. Weil es so gelblich ist. Also ich finde, es riecht jetzt nicht unbedingt nach Vanille. Es riecht so nach Fettglasur, finde ich. Lass mich mal gucken. Ja, Fettglasur mit Vanillegeschmack. Also ich finde, man riecht halt extrem diese Fettglasur. Aber egal, lasst es uns probieren. Knusprig und cremig. Ja, schmeckt ganz leicht nach Vanille, finde ich. Ich finde diese Knusperdinger, die da drauf sind, diese Krümels, die
finde ich ganz lecker. Die knuspern halt nochmal irgendwie extra. Das ist ganz nett. Aber diese Fettglasur, ja. Ja. Ich finde, es ist halt auch einfach kein Vergleich, wenn man sich mal das Bild so anguckt, wie das aussieht. So richtig dick und so. Und dann sind die aber in Wahrheit halt einfach, naja, etwas anders. Aber okay. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Weiß ich nicht. So. Kaffee. Schoko Macchiato. Sehen natürlich auf dem Bild wahrscheinlich auch wieder tausendmal besser aus, als die in der Verpackung. Ist ja wirklich. Okay, pass auf. Also, das ist, was in der Verpackung ist. Und so sieht es auf der Verpackung aus. Naja, es weicht ein wenig vom Bild ab, würde ich sagen. Okay. Oh, aber hier raus riecht es nach Kaffee. Das ist schon mal gut. Aber hier ist auch eine Fettglasur drauf. Fettglasur mit Röstkaffee. Aber hier riecht tatsächlich der Röstkaffee definitiv vor. Mit Schokosplitz. Na dann, cheers. Also, ich finde die besser als die hellen. Aber vom Hocker hauen die mich jetzt leider auch nicht. Hat mich überhaupt schon irgendwas vom Hocker gehauen? Ah ja, das Gemüsezeugs. Das war lecker. So, ein Produkt habe ich hier noch liegen. Und zwar war es auch beim Einkaufen. Hatte mich auch angelächelt, weil da New drauf stand. Und lustigerweise ist es auch high in Protein, wobei man halt sagen muss, es ist halt Fleisch. Also das ist normal, dass da Protein drin ist. Und zwar Beefy, made with 100% Chicken. Diese da habe ich bisher auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt, ist ja auch neu. Ist gar nicht mal so lange haltbar noch, ist nur noch bis zum 3.10. haltbar. Naja, gut, so lange überleben die hier eh nicht. Sobald die Männer die entdeckt haben, wird es vorbei sein. Jetzt habe ich überall vergessen, euch die Dinger hinzuhalten, wie die Nährwerte sind. Das ist ja doof. Ach Mensch. Und hier ist es auch abgeschnitten. Ach nee, hier. Okay. Da auf dem hier. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt lesen, weil ich halt gar nichts sehe. Aber das sind die Nährwerte. Pro 100 Gramm 429 Kalorien. Naja gut, einer hat ja nur 20 Gramm. Aber gut, lasst es uns probieren. Da ist auch immer noch dieses komische Plastikpapier extra drum. Ich weiß gar nicht, wofür ist das genau? Warum macht man das? Ich hole es mal raus. Salami. Also riechen tut sie nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, okay. Wir probieren. Schmeckt halt wie Geflügelsalami, ne? Kennt ihr das, wenn ihr wenn es so sehr fettig ist, dass es dann so komische Stellen im Mund gibt? Das habe ich bei der. Das heißt, irgendwie ist es mir zu fettig. Das ist nicht so ein angenehmes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz einen Schluck trinken. Mal hier was von unserem Kaffee. Ich sehe gerade, dahinter hat sich ja was versteckt. Das heißt, wir haben ja noch was. Aber erstmal kurz. Mag ich nicht so sehr, wenn es etwas so
komische Stellen im Mund hinterlässt, weil es zu fettig ist. Naja, gut, okay. Bin eh nicht so ein Fan von Beefy. Ich mag dann eher mal so einen Landjäger oder so. Das mag ich dann eher. Aber okay, gut. So viel dazu. Die Männer nehmen den Rest sicherlich dankbar mit zur Arbeit mit. Genau. So, ich habe gerade gesehen, hinter meinem Zwieback versteckt sich noch was zu trinken. Und zwar eine Fanta, aber eine besondere Sorte, offenbar importiert, weil nämlich hinten auch so ein Sticker extra drauf ist. Und zwar ist das die Sorte Fanta Ananas. Ich weiß nicht, in welchem Land man Fanta Ananas normalerweise kriegt. Ich würde jetzt hier hinten, kann man das irgendwie, Spanien? Nee, nicht Spanien. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommen könnte. Es ist auf jeden Fall importiert, aber auf jeden Fall Fanta Ananas. Ich habe noch ein zweites Glas. Dann wollen wir mal kosten. Oh mein Gott. Hat sogar Farbe wie Ananas. Boah, das riecht schon echt gut nach Ananas. Also, gleich zu Anfang, dadurch, dass man den Geruch halt auch so in der Nase hat, finde ich, schmeckt es wirklich nach Ananas. Dann wird es, finde ich, sehr chemisch. Und wenn man dann aber so atmet, dann kommt wieder dieses Ananas. Ja, es schmeckt halt so zwischendrin einmal so richtig chemisch, aber ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Fürs Probieren war es okay. Nein. Würde ich nicht nochmal kaufen. Gut, ihr Lieben. Wir haben uns einmal durch Snacks durchprobiert. Schlagt mir doch gerne mal vor, was ich als nächstes testen soll. Ich bin da offen. Ich teste auch ganz andere Sachen. Es muss nicht unbedingt was zu essen sein. Es kann ja auch sein, dass ich mich einmal durch Getränke durchprobieren soll oder was ganz anderes. Ich soll mal irgendwas ganz anderes testen. Mir fällt jetzt zwar auch gerade nichts ein, aber es gibt ja so viele Sachen, die man testen könnte. Vielleicht irgendwie Tazzi testet das Städtische Museum oder sowas. Oder ich teste mich einmal durch die Kekse in der türkischen Bäckerei. Oder ich teste spezielle Snacks. Oder, falls ihr da Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Pass schön auf dich auf und bis ganz bald. Tschüss!